Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute nur mit Gesicht ohne Präsentation, weil ja, dieses Thema einfach keine Präsentation erfordert und wir wollen heute mal das Ganze so quasi machen. Gebt mir gerne Feedback, was ihr zu diesem Art neuen Format meint, sozusagen, wie nennt man das? Hashtag Real Talk? Nein, so werde ich das nicht nennen, keine Sorge. Aber auf jeden Fall möchte ich heute mit euch klären, warum Programmierer häufiger mal Weirdos sind. Also ihr wisst vielleicht, was ich meine. Guckt euch am besten selber auch mal im Spiegel an, weil viele von euch höchstwahrscheinlich Programmierer oder zumindest programmieraffin sind. Und ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, das man einfach beobachten kann. Und ich glaube, ich habe verstanden, wo das herkommt. Aber bitte ergänzt mich, wenn ihr da noch erweiternde Informationen für mich habt oder für alle hier habt. Und tatsächlich ist das gleichzeitig auch ein richtig geiler Trick oder sozusagen eine geile Eigenheit, die dazu führt, dass ihr bessere Coder werdet. Oder die dazu führt, dass ihr bessere Hacker werdet oder was auch immer ihr in diesem Subbereich von der IT dann eben macht. Und ja, deswegen denke ich, ist das ganz, ganz wichtig, dass man da auch ein bisschen reinkommt. Und zwar, IT unterscheidet sich von anderen Berufen tatsächlich enorm. Und es unterscheidet sich auch von anderen Studiengängen enorm. Denn wenn ihr irgendwas mit der IT macht, dann höchstwahrscheinlich mehr als nur als nur in eurem Studium oder in eurem Beruf. Es haben einige Studien gezeigt, dass Programmierer einfach zu Hause weitercoden und tatsächlich ist das natürlich auch im Studium so. Ja? Viele haben schon mal programmiert, bevor sie ins Studium gehen. Im Studium wird eigentlich seltenst mal eine Programmiersprache gezeigt. Also mir wurde damals Java vorgekaut, aber auch nur eben so bis da, wo man es halt braucht und danach zeigt man eben noch die Konzepte und so. Und das war es dann aber auch. Und das heißt, im Endeffekt sind Programmierer eigentlich quasi alle self-taught. Ja? Die bringen sich das alle selber bei. Und tatsächlich hat sich da auch so eine Art Subkultur entwickelt, wenn ihr so wollt. Ihr müsst mal darauf achten, wenn Programmierer miteinander reden und ein Außenstehender versucht reinzukommen. Dann ist es super, super schwer, da auch nur ein paar Worte zu verstehen. Also nicht unbedingt, wenn es um IT geht, sondern wenn es um Technik generell geht. Und dann wird relativ schnell von sehr, sehr tiefen Dingen philosophiert und so ist es bei uns zum Beispiel auf dem TS auch öfters mal. Ja? Das heißt, wenn da jemand anderes reinkommt, dann kann es gut sein, dass der meint oder sie, hey, was zur Hölle ist eigentlich los mit euch? Und das ist diese Programmierer-Subkultur oder diese Developer-Subkultur, wenn ihr so wollt, weil ja, wir uns tatsächlich so viel mit PCs beschäftigen, dass das tatsächlich schon fast in Fleisch und Blut übergegangen ist. So, und diese Subkultur, die entsteht einfach dadurch, dass man sich sehr, sehr viel mit PCs beschäftigt. Und dann raufen sich sozusagen die gleichgesinnten Leute zusammen und ja, unternehmen dann mehr miteinander und entwickeln dann natürlich immer mehr Slang. Ja? Also deswegen wird das immer stärker. Aber wenn wir an den Ursprung zurückgehen und auch dort, wo quasi die Leute angefangen haben zu programmieren, dann werden wir relativ schnell feststellen, es sind meistens eher die Leute, die nicht so die coolen Kids sind, ja, die nicht so auf diese Partys eingeladen werden und die dann eben auch zu Hause sitzen und mehr coden, weil sie was coden wollen, weil es halt cool ist und das macht Spaß. Und ja, das sind dann auch tatsächlich häufig Gamer natürlich, weil die natürlich in dasselbe Genre reinfallen. Das heißt, Gamer sind auch eher so die nicht so coolen Kids, die vielleicht nicht auf der Party sind, weil nicht eingeladen oder so. Und dementsprechend werden die dann halt zu Gamern. Und das vermischt sich dann relativ schnell. Deswegen sind auch relativ viele Programmierer auch Gamer. So, und der Punkt, den ich jetzt hier machen möchte, ist, es ist ein richtiger Vorteil, wenn ihr diese Fähigkeit erlangt. Nicht diese Subkultur euch aneignet, sondern wirklich diese Fähigkeit einfach wirklich stundenlang oder vielleicht sogar einen ganzen Tag, zum Beispiel einen ganzen Samstag, einen ganzen Sonntag, einfach nur an einem Projekt sitzen. Das heißt, ihr setzt euch wirklich vor den Rechner und fangt an, irgendwas zu coden. Und ihr codet das, bis es funktioniert. So, und das kann wirklich mal so ein ganzes Wochenende gehen. Das wisst ihr selber besser als ich. Und dann kann es sein, dass ihr einen Zustand erreicht, den wir ganz gerne immer The Zone genannt haben. Und ich glaube, der ist auch weiter bekannt als nur bei uns. Ja, The Zone, also quasi wie die Zone, man entwickelt so eine Art Tunnelblick und das ist wirklich, wirklich wertvoll. Und das ist eine Fähigkeit, sozusagen aktive Konzentration auf nur genau ein Thema und nichts anderes. Und das ist wirklich die Fähigkeit, die euch am Ende dazu bringt, dass ihr gute Programmierer werdet oder gute Softwareentwickler oder was auch immer in diesem Bereich machen wollt. Das trifft auf Hacker, Pentester oder Softwareentwickler gleichermaßen zu. Und auch für Game Designer oder generell für Designer natürlich. Aber der Punkt ist hier,
wenn ihr diese Fähigkeit erlangen wollt, weil ihr sie zum Beispiel noch nicht habt, das heißt, wenn ihr anfangen wollt zu programmieren, dann ist das eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, die man am besten gleich am Anfang lernen sollte. Sich einfach mal hinzusetzen und wirklich stundenlang nur dasselbe zu machen. Nehmt euch einen Abend einfach nur Zeit, wenn ihr zum Beispiel stark beschäftigt seid oder sowas, oder vielleicht doch eins der coolen Kids seid, die auf Partys eingeladen werdet, dann nehmt euch irgendwann mal unter der Woche einfach einen Abend, zum Beispiel den Mittwochabend, ja, und dann setzt ihr euch dahin und codet einfach 4 Stunden. So, und dann ist aber auch wichtig, dass ihr euch nicht ablenken lasst, denn Ablenkung ist das Tod. Moment, das Tod, der Tod von der Zone, okay? Die Zone ist quasi dann einfach weg. Das heißt, wenn ihr einmal auf euer Handy guckt, ihr seid aus der Zone raus. Wenn ihr euer Handy nicht lautlos habt, ihr seid aus der Zone raus. Wenn ihr von eurer Mutter gerufen werdet, weil ihr, I don't know, den Tisch decken sollt oder sowas. Ich war lange nicht mehr bei meiner Mom, deswegen ist das jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber ja, dann seid ihr aus der Zone raus. Das heißt, ihr müsst wirklich schauen, dass ihr möglichst alles nach außen hin wegdrückt sozusagen. Das heißt, dass nichts mehr euch wirklich stören kann. Versucht Steam zuzumachen, weil Steam pusht euch die ganze Zeit irgendwelche Benachrichtigungen. Versucht irgendwelche Messenger zuzumachen, macht euer Handy lautlos und dann konzentriert euch wirklich nur aufs Coden. Und dann kommt ihr nach ein paar Minuten teilweise sogar schon, wenn ihr das ein bisschen geübt habt, in diese Zone rein und könnt dann einfach drauf loscoden, bis das Ding wirklich durchläuft. Und das ist eine super, super wertvolle Fähigkeit, die man trainieren muss und auch trainieren kann. Das heißt, wenn ihr das häufiger macht, dann kommt ihr da auch häufiger rein. Und die solltet ihr definitiv niemals verlernen. So, ich will hier noch kurz eine Geschichte von einem Kumpel von mir zum Besten geben. Das ist eigentlich, ja, ist nicht meine Geschichte, leider, aber ich fand sie super witzig, deswegen würde ich das ganz gerne noch machen. Und da kommen wir zum nächsten Thema, Musik. Ja, manche können mit Musik besser in die Zone gelangen, manche vielleicht eher weniger. Bei mir ist es ohne Musik manchmal besser. Manchmal ist es aber auch mit Musik in Ordnung. Je nachdem, wie ich gerade so drauf bin. Das müsst ihr für euch rausfinden, das ist bei jedem anders. Und tatsächlich ist es so, der hat damals Musik mit Noise Cancelling Headphones gehört. Bei der Arbeit tatsächlich, weil bei der Arbeit wird natürlich auch programmiert. So, und er hatte diese Noise Cancelling Headphones auf und wurde dann mehrfach angesprochen. Also man hört ja mit den Dingern nichts. Sie filtern alles raus, was quasi von außen rein möchte durch die Kopfhörer. Und das wurde alles rausgefiltert und er hatte die Musik auch so laut, dass er halt nichts mehr gehört hat. So, und dann hat er irgendwann sich einfach umgeguckt, quasi mal später, weil er was trinken wollte. Und hat gemerkt, dass die plötzlich alle in der Besprechung sind, aber ihm halt nicht Bescheid gegeben haben. Also sie haben ihm Bescheid gegeben, aber ihn halt nicht angestupst und deswegen hat er es einfach nicht gemerkt. Das heißt, neben ihm sind die Kollegen aufgestanden und haben sich zu einer Konferenz quasi im selben Raum verabredet und ja, er hat es trotzdem nicht mitgekriegt. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. So tief kann man in der Zone drin sein und ich glaube, bei mir wäre das nicht anders, wenn ich gerade mal drin bin. Da komme ich dann auch nicht so schnell raus. Da kann schon mal sein, dass irgendjemand mich ruft und ich kriege das halt einfach nicht mit. Oder der Postbote klingelt und ich krieg's leider auch nicht mit. Okay. Ja, und ich denke deswegen, um hier zum Schluss zu kommen, das ist eine wichtige Fähigkeit und diese Fähigkeit führt auch häufig dazu, dass man natürlich viele Abende zu Hause verbringt und einfach sich nur mit der Technik beschäftigt und dann natürlich auch seinesgleichen findet und sich mit denen darüber unterhält und darüber kommt dann eben dieser Programmierhumor, dieser Programmierstil, also nicht der Stil, wie man codet, sondern wie man sich unterhält und teilweise natürlich auch einfach, weil es dieselben Leute sind, kommt dann natürlich auch so ein kleines bisschen dieses Weirdo-Dings von außen rein, weil man die Leute einfach teilweise nicht verstehen kann, wenn man da in diesem Programmierslang redet. So, das war jetzt mal ein etwas anderes Video. Lasst mir gerne da, wie es euch gefallen hat und ob ich das häufiger machen soll oder vielleicht lieber nicht. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.